Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute habe ich ein Packerl von, ich hoffe doch von DJI bekommen. Bestellt habe ich mir die DJI Osmo Action und jetzt möchte ich ein kleines Unboxing-Video machen und euch so zeigen, was die denn so liefern, was da drin ist und was die Action so an Specs hat, also an technischen Spezifikationen hat. Ein ausgiebiges Review wird dann die nächsten Tage passieren, wo ich auch die Kamera ausprobiere, wo ich es mitnehme, wenn wir jetzt nach Deutschland fahren, und dann werde ich euch auch eine jede Menge Schnittmaterial und B-Roll-Aufnahmen zeigen, die man damit machen kann und wie man die Action sonst noch so einsetzen kann. Los geht's! Hallo, mein Name ist Alex. Auf meinem Kanal gibt es jede Menge Tipps und Tricks und Tutorials zum Thema YouTube, Videografie, Videos, Filmen, Fotografie und natürlich Vlogs aus meinem Leben. Wenn dir das Video gefällt, lass mir ein Like da, schreibe einen Kommentar, teile das Video vielleicht. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben, und jetzt starten wir schon. Hier habe ich diese kleine Box von DJI bekommen. Die wurde aus China geliefert. Und jetzt nehme ich mein schönes, tolles Damaszener Stahlmesser, übrigens selbst geschmiedet, extrem geil, extrem geile Variante. Schauen wir mal, wie sich das bewährt. Und ganz unspektakulär verpackt, ein Zettel ist drinnen, schauen wir mal, was das für ein Zettel ist. Picking List, ja, mein Name, Osmo Action. Oh, schau, eine Speicherkarte habe ich auch dabei. Leibend. Hier haben wir auch eine kleine Speicherkarte mit 128 GB dazu bestellt. Ja, und dann haben wir noch in den Karton drinnen natürlich die Osmo Action. Also so schaut das Paket aus, so schaut die Osmo Action aus. Die Osmo Action hat ein Dual Screen, das wisst ihr ja vielleicht schon, wenn ihr andere Videos gesehen habt. Sie kann HDR filmen, in 4K HDR filmen sogar, sie ist bis zu 11 Meter wasserfest. Es gibt eine elektronischen Bildstabilisierung, nennt sich auch EIS, also Electronic Image Stabilization. DJI nennt den bei der Osmo Action Rocksteady, das soll angeblich wirklich gut sein, also das gehört zu den Punkten, warum ich mir gesagt habe, ich will als meine erste Action-Kamera ist halt eine DJI, einfach weil ich persönlich finde, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, dass einfach dieses Rocksteady besser ist als das Hypersmooth von GoPro. Eine App, die ich brauche, DJI Mimo App, von der habe ich auch schon gehört. Und ja, schneiden wir es mal auf. Wo kann ich denn die aufmachen, ohne dass ich mir das Ding zerstöre? So, machen wir mal auf, schauen wir mal, wie umweltfreundlich DJI verpackt. Da ist noch ein kleines Big Bundle. So, jetzt ist das Big Bundle auch offen, leider ist mein Karton auch ein bisschen kaputt worden jetzt beim Schneiden. Also was haben wir drinnen? Einfach direkt die Osmo Action drinnen und irgendwas zum Rausziehen. Gut, wir haben die Osmo Action gleich mit einem kleinen Gehäuse. Der gleiche Aufsatz wie auch eine GoPro verwenden kann. Ich habe überall Pickerl drauf. Ich habe vorne einen Screen und hinten noch einen Screen. Hinten der Screen ist Touchscreen und ich habe sogar auch etwas, wo ich, oh, das geht aber streng, die Linse runternehmen kann. Da haben wir das Gehäuse, da ist ein QR-Code drinnen und das selbst ist die DJI Action, Osmo Action, wie ihr seht, nicht sehr groß. Finde ich sehr praktisch, die kann man schnell einpacken, kann man schnell was machen. Ja, ich habe oben einen kleinen Knopf zur Aufnahme. Ich habe hier was zur Sicherung fürs Akku-Case zum Auf- und Runterschieben. Und ich habe hier ein kleines zum Rausziehen, damit ich dort wo ich den Akku reinkippe, eigentlich gleich sichern kann an zwei Stellen. Ich habe meinen Quicks Switch Button hier, den kann ich vorbelegen und dann kann ich gleich loslegen. Typischerweise gibt es auch noch wegen der Feuchtigkeit so ein Ding. Ansonsten ist nichts mehr im Karton drinnen. Ja, das da, der ist auch wieder leibend verpackt. Wir haben hier riecht neu. Wir haben hier einen Aufsatz für etwas Gewölbtes. Wie ihr seht, ist da vielleicht ein kleiner Unterschied drinnen. Vielleicht sieht man das ein bisschen, dass ich das auf einen gewölbten Untergrund geben kann. Der Anschluss ist derselbe Anschluss, wie es auch für die GoPros verwendet wird. Das kann man runternehmen, indem ich da reindrücke. Hier gibt es was zum Drehen. Da kann man reindrücken. Wenn man da reindrückt, kann man das drehen und runternehmen. Dann habe ich nur diese gewölbte Platte, weil es gibt auch noch eine kreisrunde, gerade Platte und die kann ich dann an denselben Anschluss dran machen. Das heißt, ich gehe her, bam, rastet ein, ist drinnen. Dann war in diesen kleinen
weißen Kästchen auch noch ein USB-C zu USB-Kabel und diesen kleinen Verschluss. Das heißt, wenn ich jetzt da mein Case hier oben montiere, kann ich das da reinstecken. Dann drehe ich das einfach zu, zack, 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 und die Sache sitzt. Dann haben wir noch eine kleine Box. Da ist, schätze ich mal, der Akku drinnen. Juwelierkästchen. Der Akku samt Deckel. Ich finde cool, dass der Akku... Oh, schau. Da, seht ihr das? Da kann man sogar die Micro-SD-Card reingeben, was ich sehr praktisch finde. Und wenn ich zusätzliche Akkus habe, sollte ich mir welche kaufen. Und drinnen zweimal Klick, Klick und der Akku sitzt bombenfest. Schaut schon cool aus. Ja, wie gesagt, es ist nicht sehr groß. Schwer ist jetzt mit Akku auch nicht unbedingt. Wie das mit den ND-Filtern geht, wenn ich diese Linse runterbringe, das muss ich mir dann noch anschauen, da werden meine Finger ganz wund. Wir haben auch noch lustigerweise einen QR-Code für For More Information Visit Our Online Store, eine Karte mit QR-Code, ein Päckchen mit Osmo Action Anleitung, schauen wir gleich einmal, bla bla bla. Die schreiben schon sehr klein, muss ich schon sagen. Vorbereitung für mehrere Dokumente, für bla bla bla, Sicherheitsvorschriften, ja, wahrscheinlich darf ich es nicht in die Hochspannungsmasten hauen. Der Akku stoppt den Ladevorgang, wenn er vollständig aufgeladen ist. Super Idee, die Batterie nicht überladen, da dies zu einer Beschädigung der Batteriezelle führen kann. Hat der Necker gesagt, der hört auf zum Laden, wenn er fertig ist. Da steht drinnen, wir haben Wi-Fi. Yep, es gibt auch Bluetooth, aber es gibt kein GPS. Das ist schon mal etwas, was die GoPro hat und die Osmo Action nicht hat. Vorbereitung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch. Welche Bedienungsanleitung? Also liebes DJI-Team, ich weiß, ihr macht super Hardware, aber wenn da drin steht, lesen Sie die Bedienungsanleitung durch. Und da ist keine Bedienungsanleitung dabei, was ja ist nicht dabei, muss ich schauen dann, wie was geht. Ich schätze, man muss auf den Display-On-Knopf drücken, dann fragt er mich mal hier, in welcher Sprache ich das machen will. Englisch, also ich habe mein Equipment prinzipiell immer in Englisch, weil wenn ich was suche, dann habe ich das mit Englisch. Activate with DJI Mimo. Okay, ich hole mir mein Handy, machen wir das gleich einmal. Das heißt, für das ganze Equipment braucht man ganz viele Apps. Die DJI Go App, die Ronin App, die DJI Mimo App. Akzeptieren. Wow, darf die Mimo auf deinen Standard zugreifen, wenn die App ja von mir aus möchte auf das Mikrofon zugreifen. Warum will meine DJI Mimo App mir wurscht? DJ möchte auf den ja, okay, darfst. So, in der App haben wir gleich mal ein paar Osmo Action Sachen. Das heißt, wir haben hier Tutorials und kleine Sachen von DJI drinstehen. Osmo Action, Drifting on Ice, Motorbiking, also das sind auch von Leuten, die irgendwas gepostet haben. Das ist ganz gut, aber es gibt auch Introducing Osmo Action von DJI an sich. Super, das heißt, er sagt irgendwie, ich muss mich da mit dem DJI-Konto anmelden. Ich glaube, ich sollte sogar eins haben. Da muss ich ein Capture eingeben, ein Passwort eingeben. Was ist mein Passwort? Das schaut aus wie mein Passwort. Ha! Anmeldung erfolgreich, super. Stell dich vor, ich will mir nicht vorstellen, ich will einfach mein Mobilfunk... Eins kann ich euch sagen, jedes Mal, wenn sich die Kamera ein- und ausschaltet, macht es ein Urgeräusch. Kann ich euch gleich mal sagen. Wenn ich auf Foto drücke, komme ich in die Geräteverbindung rein. Ich schätze mal, da muss ich den Osmo anstarten hier. Oh, er ist da. Ja, Leihwand. Dann klicken wir mal da auf Verbinden. Bam, bam, bam. Auf den Osmo prüfen. Da kommt dann so ein Verifikationscode, den ich da überprüfen muss am Handy. Und dann sage ich hier auf Osmo Action, sage ich dann hier auf Akzeptieren. Bam. Dann muss man da Geräteinformationen einholen, aktivieren hier am Smartphone, dann klicke ich auf Weiter. Benutzerkonto bestätigen, dann muss ich da irgendwo auf Aktivieren gehen. Bitte die App nicht schließen und während der Aktivierung auf dieser Seite bleiben. Ah ja, und da steht Aktivierung successful. Bitte die App nicht schließen. Aktivierung erfolgreich. Hinweise für Anfänger. Die Micro-SD-Karte gehört rein. Ja, dann packen wir die mal aus. Wer hat sich bitte sowas einfallen lassen? Wie kriegt man den Scheiß auf da? Frustfreie Verpackung nennt man das. Hier haben wir einen kleinen Knopf. Draufdrücken, runterziehen, aufmachen. Was haben wir da drinnen? USB-C und Micro-SD-Slot. Habt ihr das gehört? Das war die Kamera. Die Kontaktblättchen können nach oben hin rein, sonst... Alter Schwede. Ja, ich weiß schon. No SD-Card. Der nervt aber ganz schön. Und dann tun wir noch dieses komische Ding drauf. Aber ich bin froh, dass man das runternehmen kann. Das ist nur die Frage, wie ich es wieder drauf kriege, ohne dass ich es kaputt mache. Ja, habt ihr das gehört?
Das nervt total, wie wenn sich jemand schneuzen wird die ganze Zeit. Ich kämpfe nochmal mit dem. Da gibt es sicher einen Trick. Ich wette mit dir, da gibt es einen Trick. Zumindest wissen wir schon, wie man das Ding auf- und abdrehen kann. Ich nehme gleich den verdammten Akku raus. Ich habe das Ding jetzt noch nicht drauf, aber genau in diesem Moment habe ich herausgefunden, dass man dieses Teil hier, wenn man da auf den Knopf hinten drauf drückt, so wie beim Aufmachen des Deckels, und dann kann man das rausschieben. Seht ihr das? Dann kann man dieses Teil hier rausschieben, und wenn ich das hier rausschiebe, mittlerweile habe ich den Akku rausgenommen, einfach nur zur Sicherheit, dann kann ich dieses Teil wieder einfädeln. Zumindest denke ich das, ich habe es noch nicht probiert, weil just in diesem Moment habe ich es zusammengebracht, überhaupt das ganze Ding. Oh ja, ha! Vielleicht ist es auch eine kleine Hilfe. Man sollte vielleicht das Ding ein bisschen rausziehen, wenn man es zumacht. Dann macht es wieder klack. Jetzt nehmen wir den Akku wieder rein. Aha, neue Firmware gefunden. Klicken wir mal auf Download. Ah ja, verbinden. Gratuliere, die Firmware wird installiert. Oh, Updating. Jawohl, würde ich jedem empfehlen. Es blinkt davor noch ein bisschen. Hier habe ich ein Betriebslicht. Oh, hier habe ich auch ein Licht. Stell dir vor, die blinken sogar gleichzeitig. Seht ihr das? Wie im Flugzeug. Bam, 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 bam. 78%. So, wir sind jetzt bei nicht nur beim 99%, sondern wir sind bei 100% fertig. Warum fragt ihr mich dauernd, ob er dem WLAN beitreten darf? Haha, wie geil ist das? Ich zeige euch das einmal. Ich muss noch eindeutig noch ein bisschen einstellen. Jetzt halte ich es direkt vors Gesicht. Fischaugeneffekt. Schauen wir mal, was das Teil kann. Im Prinzip ist es so, ich habe meinen Quick Switch. Ich kann in 4 Arten ins Menü einsteigen. Ich kann von oben runter scrollen. Ich kann in die Richtung für die SD-Card, ich kann aus der Richtung rein und ich kann von unten nach oben, um meine Formate einzustellen. Kleiner Tipp, vorne ist ein Display. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie ich den Display umschalten kann. Entweder ich tippe hier doppelt drauf mit 2 Fingern, dann macht er ein komisches Geräusch und das Display vorne fängt an. 2 Taps. Oder ich bleibe länger auf den Quick Switch Button drauf. Schaltet sich auch um. Schauen wir mal, was wir einstellen können. Also von oben runter, indem ich hier drauf drücke auf das Sonnensymbol, und dann kann ich hier die Displayhelligkeit einstellen. Dann kann ich den Screen locken, also von oben runter, Screen Lock, bam, will ich drauf drücken, einfach hier und wieder rauf swipen und fertig. Snapshot ist eine gute Funktion. Snapshot ist, wenn ich hier oben drauf drücke, dann legt er gleich los. Man kann hier einstellen Video, Foto, Latest, Timelapse, Slow-Mo, HDR-Video, Burst, Timed und was auch immer. Oder halt die Latest Settings. Dann gibt es im Menü die Option Quick Switch einzustellen. Das heißt über den Quick Switch Button, da kann man dann anhakeln, was man gerne haben möchte. Grid will ich angezeigt haben. Screen Auto Sleep bis 1 Minute, Auto Power Off bis 5 Minuten. Vollkommen okay. Format SD-Card sollte ich vielleicht machen, nachdem ich die noch erst ganz frisch rein dann habe. Hier bei dem kleinen Symbol, ich habe es schon gesucht, kann ich einstellen, ob ich den vorderen Display in Querformat oder in Vollformat anzeigen will. Das schaut dann ungefähr so aus. Entweder voll oder so, wo ich halt alles sehe. Wenn man von links nach rechts reingeht, viel auf die SD-Karte gehen, von rechts nach links kann ich einstellen das Videoformat. Ich kann White Balance, Videoformat und D-Warp einstellen. Was heißt D-Warp? Ihr wisst, wir haben bei so einem Weitwinkelobjektiv einfach eine ordentliche Verzerrung, und ich kann hier D-Warp on stellen. On ist immer, also das, was ich einstelle, ist immer auf blau. Damit habe ich quasi ein Linienmuster. Ihr seht das vielleicht hier ganz leicht. Schauen wir mal, ob das scharf stellt. Wenn ich hier on drücke, verändert sich das Symbol. Da sieht übrigens so aus, wie wenn wir in HDR kein Rocksteady haben. So, ich schätze mal, jetzt filmt er, man sieht es auch, er blinkt hier rot und zeigt es mir in der Kamera auch rot an, dass er filmt. So, und das ist eine Aufnahme, schauen wir mal, bisschen wackeln, 25 Frames per Second, 4K. Das hier ist jetzt auch der Onboard-Sound. So schaut ungefähr mein Studio aus. Wie ihr seht, da habe ich mir meinen Backdrop einfach mal an Stangen gemacht. Das ist übrigens, wenn man auf- und abdreht, ist mir eine Spur zu laut. Aha,
Die haben also nur ein leise, ganz leise und extra laut. Safe Current Configurations zu C1, das ist leibend. Ah ja, wenn der Akku schwach wird übrigens, zeigt er hier schon an, 20%. Übrigens, das ist die Akkuladung, wenn es direkt aus dem Ding rauskommt. Also Rocksteady ist nicht verfügbar bei Full HD 240 Frames per Second. Es ist nicht verfügbar bei 200 Frames per Second und auch nicht verfügbar bei 120 Frames per Second. Bei 100 auch nicht. Rocksteady ist verfügbar bei 60 Frames per Second. Interessant. Gut, also wenn ich super Slow-Mo haben will, muss ich einfach schauen, dass ich es ruhig halte. Wenn ich 4K filme, kann ich bis zu 60 Frames per Second gehen mit Rocksteady. Und da habe ich auch stehen schon in der Ecke RS, das steht für Rocksteady. Drück mal Aufnahme, es leuchtet. Ja, und jetzt tun wir ein bisschen shaky. Oh, das ist total ruhig. Oh, ich kann automatisch und manuell einstellen. Ah ja, da muss ich auch D-Warp on drücken. Oh, Color. Normal oder D-Cine-like. Also D-Cine-like ist jetzt nicht gerade der Wahnsinn. HDR, da habe ich kein Rocksteady. Der merkt sich nicht das D-Warp. Das war es jetzt mal mit einem etwas längeren Unboxing von DJI Osmo Action. Ich werde das kleine Zeug jetzt einmal aufladen gehen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, austesten und dann ein ausgiebiges Review machen. Das hier war eigentlich eher mehr so ein bring das Ding zum Laufen und schau da an, was es kann. Fazit: Es ist klein, es ist nicht schwer, frustfreie Verpackung, jein, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt ein kleines Case dazu, was nur außen rundum schützt. Das ist eine typische GoPro-Halterung, das heißt, ich kann mir typisches GoPro-Zubehör kaufen. Ist eigentlich intuitiv, also ich kann von oben runter swipen, rechts, links, runter. Man muss natürlich Sachen finden. Wichtige Anhaltspunkte sind, in Slow-Mo und in HDR kann ich kein Rocksteady haben. Ja, 2 Displays sind ein Wahnsinn. Das ist total lustig, sobald man irgendwelche Einstellungen vornimmt, ist das D-Warp auf einmal off. Das wäre nicht schlecht, wenn das DJI noch ein bisschen nachbessern könnte, dass er sich das auch merkt. Er ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten macht es einen sehr soliden und stabilen Eindruck. Gehen wir das Ding mal aufladen. Das war mein Unboxing-Video. Wie gesagt, ein ausführliches Review gibt es noch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlässt, dieses Video teilt oder kommentiert kommentiert. Und vergesst meinen Kanal zu abonnieren, um immer auf den Laufenden zu bleiben. Es wird definitiv einen zweiten Teil geben von DJI Osmo Action. Bye!